Ja, lieber Uwe, lieber Professor Marx, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich herzlich einladen, bin gerne hierher gekommen, auch wenn ich ein bisschen Probleme hatte, weil ich gestern in Berlin war und um 1 Uhr nachts zu Hause war, aber zumindest nicht im Zug schlafen musste. Chaos total. Was du gesagt hast, große Intensivklinik schafft immer Emotionen, deswegen nochmal ein Satz dazu, wir betreuen alle Patienten multidisziplinär mit den Fachabteilungen zusammen, weil der Intensivmediziner alleine ist bei vielen Dingen, auch bei schweren ADS-Patienten oft dann ja doch alleine nicht ganz so viel wert wie im Team, also es gucken immer 2 Kollegen auf solche schwerkranken Patienten, der Intensivmediziner und der fachbezogene Spezialist. Gut, ADS, ich glaube, ich habe noch so 25 Minuten, insofern müssen wir sputen. Dieser Vortrag ist jetzt nicht Pharma unterstützt, das ist nochmal wichtig, aber Sie sehen, ich habe zahlreiche hier Affiliationen mit der Pharmaindustrie, aber ich denke, trotzdem wird der Vortrag neutral und ausgewogen sein. Ich habe mir erlaubt, nach Rücksprache mit Professor Janssens den Titel ein bisschen zu modifizieren. Ich möchte gerne ein bisschen allgemeiner über das ADS sprechen, weil Beatmung ist super spannend vielleicht, aber für die Praxis sind natürlich andere Dinge auch hochrelevant. Ich habe Ihnen hier mal aus unserer Klinik 3 ADS-Patienten mitgebracht. Da haben die Kollegen bei uns gesagt, die haben ADS. Und wenn ich Sie jetzt frage, was haben die, wird es unheimlich schwierig. Da können wir jetzt raten, also hier so eine flächige Verschattung, hier ist es eher beidseits, hier allerdings natürlich Rechtsaufenfiltrate, sonst würden wir die ADS-Definition nicht erfüllen und hier so ein Bild. Und letztendlich waren das 3 völlig unterschiedliche Gründe. Links eine schwerste Legionellenpneumonie, die natürlich nach wie vor unbedingt immer mit Makrolit abgedeckt gehört, wenn so ein Patient richtig kritisch krank auf der Intensivstation beatmet liegt mit der ambulant erworbenen Pneumonie, da kann man schon mal Fehler machen. Das hier war eine nekrotisierende Pankreatitis, da haben wir gleich, denke ich, Vorträge dazu in der nächsten Sitzung, wo wir gesagt haben, das ist ein ADS, der hat ein Beatmungsproblem, aber der hatte analgosidiert eine ECP gekriegt und leider gehörte der zu diesen, ich glaube, 1 bis 2%, der eine schwere Post-ECP-Pankreatitis gekriegt hat, mit ausgeprägten Nekrosestraßen und einem Abdominal Compartment-Syndrom. Aber ja, wir dachten ADS, nach Laparotomie war der bei 21% von der Beatmung, also kein ADS. Und das war ein Patient mit einer Mitralklappeninsuffizienz 4. Grades, also akuter Abriss. Der hat uns aber ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, weil er gesagt hat, er hat Influenza, das war im Winter, und die ganze Familie hatte eine Influenza-Erkrankung. Hatte er aber nicht. Ja, er hatte erhöhte Entzündungswerte, aber das kardiologische Klappenproblem war das übel und deswegen gehört halt die Echokardiographie bei jedem ADS-Patienten zwingend, denke ich, dazu. Es gibt einen sehr schönen Übersichtsartikel von Thompson et al., gerade publiziert im England Journal. Der hat nochmal alles aufgeführt, gerade nochmal die Risikofaktoren, und ich finde immer, man kann Dinge gut vereinfachen. Wenn wir an ADS denken, dann erfüllen diese 3 Entitäten 90% der Ursachen. Also wenn Sie sagen ADS, dann hat der Patient zu 90% entweder eine Pneumonie, ambulant erworben oder nosokomial, aspiriert, oder hat eine Sepsis, die aber nicht pulmonalen Ursprungs ist. Das sind schon mal 90%. Relativ banal, das heißt, wir müssen bei diesen 3 Erkrankungen natürlich auch mal daran denken, haben die vielleicht eine ADS? Das ist ja teilweise ein fließender Übergang. Und spannend sind natürlich die Patienten, die bei uns liegen, die ein ADS haben, aber die kein PCT haben, die ein bisschen CRP haben und wo es keine richtige Erklärung gibt. Und da sind dann oft, und da gibt es in letzter Zeit dann noch mehr Forschung dazu, medikamentöse Ursachen spielen eine Rolle. Codarex ist immer so ein Medikament, an das man denkt, aber auch autoimmune Prozesse. Wir hatten kürzlich einen Patienten mit der Wegener Kardiomatose, das darf man nicht mehr sagen, haben die Rheumatologen mir gesagt, ich sage es trotzdem. Selten mal da maligne Prozesse und dann wird es halt auch schwierig. Aber das sind so 7,5% der ADS-Patienten. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer ins Thema rein. Es gibt diese Riesenstudie 2016, die sogenannte Lung-Safe-Studie, muss ich Ihnen noch mal kurz vorstellen, weil die 2 wesentliche Aussagen für uns heute hier erzielt hat. Nochmal kurz zum Design. Also sie hat in 50 Ländern über 3000 ADS-Patienten charakterisiert. Und das waren natürlich Intensivstationen, die freiwillig mitgemacht hatten und die halt auch so ein Forschungsinteresse hatten am ADS. Das muss man ein bisschen berücksichtigen. Und ADS war halt sehr häufig, 10,4% aller Intensivpatienten hatten das und das war 1/4 aller Patienten, die beatmet waren. Also schon was Häufiges. Insofern macht es Sinn, dass die Kollegen das heute hier aufs Programm genommen haben. Und die erste schlechte Botschaft ist, wir erkennen das ADS nicht. 60 steht hier, also die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben nur zu 60% überhaupt erkannt, dass es ein ADS ist. Ja, das ist natürlich erschreckend. Also wir erkennen nicht alle unsere ADS-Patienten. Wahrscheinlich liegt in Eschweiler, Aachen und in Hamburg liegen irgendwelche Patienten jetzt, die ein ADS haben, aber wir haben das nicht als Diagnose da stehen und beatmen vielleicht auch nicht lungenprotektiv. Die ADS-Definition ist ja klar, seit 2012 Berlin-Definition, leider war kein Deutscher beteiligt.
Wir werden da diskriminiert als europäische Intensivmediziner, aber die Definition, denke ich, kennen Sie alle, gerade diese 3 verschiedenen Schweregrade anhand des Horowitz-Index. Und wir haben aber ein Diagnoseproblem. Ich habe Ihnen hier mal die Patientin mit der Legionellenpneumonie aufgemalt. Der Horowitz-Quotient, der schwankt, ja, das wissen Sie, wenn Sie BGAs abnehmen oder Rekrutierung, PEEP hoch, runter und so weiter oder lagern, dann ändert er sich und einmal ist er halt 301 gewesen und einmal 299. Ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber einmal hat sie ein ADS nach der Definition und da nicht. Will nur heißen, es ist auch ein fließender Übergang. Ja. Wir haben das immer wieder, dass morgens der Oberarzt kommt zur Visite und sagt, na, der hat ja ein ADS, der muss auf dem Bauch, der muss protektiv beatmet werden. Ihr habt das nachts nicht erkannt, weil dieses ADS ist so, es ist schwierig. Fragen Sie mal einen Studenten oder Verwandte von uns, was ist ADS? Da kriegen Sie keine guten Antworten. Ja. Beim akuten Koronarsyndrom oder beim akuten Bronchialinfarkt ist das ein bisschen einfacher. Gut, jetzt nochmal zur Strategie generell auf der Intensivstation. Wir versuchen heute natürlich invasive Beatmung zu vermeiden, auch wenn die Kaufleute zu uns sagen, wir müssen eigentlich mehr beatmen, das rechnet sich, aber wir versuchen das zu vermeiden. Vielen Dank nochmal an den Mitarbeiter, der sich hier von uns zur Verfügung gestellt hat, aber es ist ein spezielles Laryngoscope ohne Sparte, das sieht man hier nicht. In den neuen Daten ist es weiterhin so, und das ist nochmal Sekundärauswertung von dieser Langsafe-Studie, da hat man alle NIV-Patienten ausgewertet, dass die Patienten mit einem schweren ADS, also hier Richtung Horowitz-Index kleiner 150, dass die eine Übersterblichkeit haben. Das heißt, wir müssen einfach aufpassen, wenn wir einen Patienten sehen an der nicht-invasiven Beatmung, bei der respiratorischen Insuffizienz, der Dreher hat es ja klar gesagt, bei dieser hypoxämischen Gruppe, sage ich mal, wenn der Sauerstoffbedarf halt so hoch geht, 50, 60, 70% und der Horowitz-Index dann parallel kleiner 150, muss man manchmal auch sagen, geht das noch gut, jetzt kommt die Nacht, wir haben eine verminderte Pflegebesetzung, auch in Hamburg, sollen wir den nicht lieber prophylaktisch intubieren? Das ist immer wieder ein Thema bei uns und wir haben natürlich schwer immunsupprimierte Patienten, die wir nicht intubieren wollen und immer eine Diskussion, aber man muss es einfach im Team besprechen. Ja? Weil wenn die Patienten sich nachts die Maske abnehmen und sind vielleicht noch im ISO-Zimmer, dann haben sie manchmal nur wenige Sekunden Reserve, um die dann wirklich wieder ansprechend zu oxygenieren und nicht selten mündet das dann in so einem hypoxischen Herz-Kreislauf-Stillstand. Es gibt eine ganz neue Leitlinie zur nicht-invasiven Beatmung. Auch hier, lieber Herr Dreher, war kein Deutscher beteiligt. Auch die deutschen Pneumologen werden diskriminiert. Aber ich fand das jetzt relativ gut, weil hier nichts zum ADS steht. Die Kollegen haben gesagt, die Datenlage ist so schlecht, sie machen keine Aussage dazu. Und Herr Dreher hat schon gesagt, also bei der Hyperkapnie, COPD und beim Kardiogenogen haben wir die besten Daten. Und da muss zwingend die nicht-invasive Beatmung erfolgen, wo wir keine Kontraindikation haben. Also sehr übersichtliche Leitlinie. Ein Wort vielleicht, was wir auch machen vermehrt, ist die nasale High-Flow-Sauerstofftherapie. Ich fand dieses Schema so toll, weil die uns zeigt, wie komplex das ist. Man dachte ja am Anfang vor 5, 6 Jahren, als das dann richtig anfing, einfach mehr Sauerstoff. Wo ist der Unterschied? Ein bisschen konzentrierter. Aber es hat doch vielfältige Effekte, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber auch hier sagen die Kaufleute, macht das nicht so oft, wir können das nicht abrechnen. Ja, es gibt zwar eine Ziffer dafür, aber kein Geld im Moment. Wir machen es trotzdem, weil es den Patienten gut tut. Und haben nochmal so analog zu den Franzosen, gerade in Intensivmedizin up-to-date, haben wir so einen Algorithmus publiziert. Und heute geht man eher in die Richtung aufgrund der Studiendaten, dass Patienten mit einer wirklich hypoxämischen respiratorischen Insuffizienz, bitte nicht bei Hyperkapnie, aber bei hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz primär an den High-Flow-Sauerstoff kommen. Und wenn das nicht klappt, dann immer wieder hin und her wechseln zwischen NIV und High-Flow-Sauerstofftherapie. Und wenn sie dann zu schlecht sind, wie gesagt, muss man sie dann doch häufig intubieren. Jetzt gehen wir weiter zum ADS. Das Gute ist, es gibt eine S3-Leitlinie, invasive Beatmung und Einsatz extrakorporaler Verfahren bei akuter respiratorischer Insuffizienz. Herr Janssen und ich durften da mitarbeiten und es gibt jetzt eine Konsultationsphase. Das habe ich noch nie erlebt bei Leitlinien, da habe ich es verpasst, aber so öffentlich gesagt hat das sonst keiner. Und Sie können diese Leitlinie, deswegen darf ich noch was zeigen, im Moment im Netz einsehen. Ich habe Ihnen hier unten die Internetadresse hingeschrieben. Da kann das jeder einsehen und kommentieren und deswegen darf ich es auch zeigen. Und ich werde im weiteren Verlauf immer wieder so ein bisschen darauf zurückkommen. Die erste Frage ist jetzt, da würde ich Sie gerne mal fragen und wachrütteln, welches Tidalvolumen, wie viel Milliliter pro Kilogramm Predicted Body Weight sollen wir denn jetzt applizieren bei Patienten mit ADS? 4, 6, 8, 10, was würden Sie vorschlagen? 6, danke. Weil es gibt Leitlinien, die das mehr und mehr verbessern. Und die deutsche Leitlinie sagt ganz klar, also 6. Wir brauchen uns auch nur die 6 zu merken. Das ist für Pflegekräfte, junge Assistenzärzte, alle, die da beteiligt sind, extrem wichtig, die 6. Ja, sie können ja noch protektiver sein, unter 6, da gibt es aber eigentlich keine guten Daten dazu. Also 6.
Und wenn wir jetzt mal gucken in der Langzeitstudie, wie hat das geklappt, in diesen Expertenzentren sehen Sie absolute Katastrophe. Wir beatmen die nicht protektiv mit diesen Nitidavolumen. Aus vielen Gründen. Ich habe das einem Kollegen gezeigt auf dem Intensivupdate, der sagte, naja, da sind auch Adipöse dabei, da musste man mal und so weiter, aber viel ist halt auch Non-Compliance, wenn wir ehrlich sind. Ja, und nochmal, wenn wir jetzt in Aachen, in Eschborn, in Hamburg auf die Intensivstation gehen, ich fürchte, wir treffen einzelne Patienten, die nicht mit 6 Milliliter beatmet sind oder eine ADS haben. Ja. Also hier waren 33% der Patienten nicht lungenprotektiv beatmet. Das zeigen aber alle Studien aus allen Ländern, dass wir es nicht gut umsetzen können. Ja. Nächste Frage an Sie, wie sollen wir denn beatmen bei Patienten ohne ADS? Jetzt liegt da jemand mit einem Schlaganfall oder mit einem kardiogen Schock. Was für ein Tidalvolumen soll der denn kriegen? Milliliter pro Kilogramm Collected Body Weight. Auch 6? Ja, 6 bis 8. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch diese Patienten, also alle Intensivpatienten, jetzt protektiv beatmen sollen. Und das ist relativ neu, sagt auch die DIVI in den neuen Indikatoren zum Per-Review-Verfahren. Ja, werden auf dem DGIIN-Kongress vorgestellt in Leipzig. Also wir sollen alle Patienten protektiv beatmen. Alle. Hier ist man ein bisschen liberal, an dem man sagt 6 bis 8. Ja. Habe ich so ein bisschen Probleme mit, ist sicherlich, glaube ich, so ein pathophysiologisch gut begründet. Es gibt auch ein paar Studien für Subgruppen, aber ich habe Ihnen mal ein Patientenbeispiel gemacht. Patient trainiert bei Kammerflimmern, akutes Coronarsyndrom, versorgt und Hypothermietherapie. Der hat hier ganz locker ein Tidalvolumen von 690 und braucht quasi Raumluft, 25%. Sollen wir jetzt da wirklich das Tidalvolumen reduzieren und eine Hyperkapnie zulassen? Bei diesem erwarteten Hirnschaden finde ich schwierig. Natürlich können Sie jetzt sagen, okay, der hat nur eine Frequenz von 12. Wir können die Frequenz erstmal hochstellen und so weiter, aber ich bin nicht sicher, ob wirklich jeder Patient, das für jeden Patienten gut ist. Also die Gruppe der neurologischen Intensivpatienten zum Beispiel, da wäre ich aufgrund der zerebralen Blutflüsse, die sich natürlich verändern mit dem CO2, dann vorsichtig. Aber für alle kritisch kranken Patienten mit Lungenerkrankung und so weiter gilt das sicherlich. Ausnahme ist aber auch der COPD-Patient, da ist das teilweise auch schwierig. Also, aber ich glaube, wir sollten mehr daran denken, an die protektive Beatmung, auf jeden Fall beim ADS. Ganz kurz, neu ist diese Studie von Amato, die so blitzartig eingeschlagen hat, obwohl das, glaube ich, das ist eine retrospektive Studie, die ihn ins England Journal gebracht hat, das muss man auch erstmal schaffen. Und er hat diesen Driving Pressure nochmal akzentuiert, das ist vereinfacht ausgedrückt für uns, wir denken ja mal gerne einfach, ich zumindest, Plateaudruck minus PEEP, kann man sich gut merken, kann man sofort ablesen, viele Beatmungsgeräte zeigen das ja auch an. Und er konnte einfach zeigen, je höher diese Amplitude, desto mehr Patienten sterben. Und aus dieser ganzen Datenbank, viele haben das jetzt auch aus den deutschen Daten publiziert, Herr Ramon, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, kann man sagen, also dieser Driving Pressure, diese Differenz sollte so nicht mehr als 14, 15 betragen. Ja? Aber Vorsicht, es gibt noch keine randomisierten Studien dazu, aber es ist ja relativ klar, diese hohe Amplitude ist zumindest beim ADS anscheinend sehr schädlich. Frage kam eben schon nach dem PEEP, wie sollen wir den einfach einstellen? Wenn ich Sie frage, wie stellen Sie den ein? Dann sagen viele diese FiO2-PEEP-Tabelle. Also je höher der Sauerstoffbedarf, desto höher der PEEP. Da haben die meisten Experten in den letzten Jahren gesagt, boah, das ist viel zu simpel, so einfach könnt ihr euch das nicht machen. Wir müssen transpulmonale Druckmessung machen, wir müssen EIT machen, elektrische Impedanztomographie. Aber wenn man ehrlich ist, machen das nur ganz wenige Zentren und es gibt keine Outcome-Studien dazu. Das ist zwar unheimlich spannend pathophysiologisch, wir machen das auch gerne, aber wir wissen nicht, ob der Patient davon profitiert. Ja? Und auch in den neuen Studien zeigt sich, dass das schwierig ist. Aber ich würde es immer machen, ja? Aber es ist halt auch schwierig in der Routine, das abzubilden. Das hier ist natürlich relativ banal. Und das hier wird auch in der deutschen Leitlinie empfohlen. Also wir machen nichts falsch, wenn Sie diese Low-Peak-Tabelle, heißt die übrigens, es gibt noch eine High-Peak-Tabelle, wenn Sie diese Low-Peak-Tabelle anwenden. Ein strittiger Punkt ist immer Rekrutierung. Wer von Ihnen würde denn einen ADS-Patienten rekrutieren, wenn der da so liegt mit einem Bauchwillindex von 150? Bauchlagen denken Sie sofort dran, aber Rekrutierung, wer macht das? Jetzt sind hier viele internistische Disziplinen, die Anästhesisten sind da sehr viel proaktiver. Es gibt also Kollegen, die sagen, die werden bei mir alle rekrutiert. Und aktuell ist gerade eine Leitlinie publiziert worden, ganz aktuell im Blue Journal von den Kollegen Fahn et al. Und das waren 3 ganz große Fachgesellschaften hier, die Europäische Intensivmedizin, also wirklich eine gewichtige Leitlinie. Und da ist viel Schwachsinn geschrieben worden. Gucken Sie sich diese Leitlinie gar nicht an, die ist echt schlecht. Die haben da reingeschrieben, Rekrutierungsmanöver bei allen Patienten mit ADS. Also Wahnsinn.
Sie beziehen sich auf eine chinesische Studie, die 2010 im Chinese Journal of Medicine publiziert wurde. Also ich will jetzt keinen diskriminieren, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Bei gleicher Datenlage kommt die Surviving Sepsis Campaign zu einem anderen Schluss, die ist ja auch gerade zu gleichen Zeitpunkt publiziert, die sagt, sie würde es machen bei schwerem ADS, aber Sepsis induziert. Also Horowitz-Index kleiner 100 sind schon wieder deutlich weniger Patienten. Und die deutsche Leitlinie hat sehr vernünftig, weil wir auch damit gearbeitet haben, gesagt, also die Datenlage ist schlecht, lasst lieber die Finger da weg, wir können keine Empfehlung abgeben. So. Und da hat man sich auch vortrefflich gestritten, so jetzt hier wie bei dem Transfusionsmanagement in Wiening. Und jetzt ist eingeschlagen wie eine Bombe diese Studie, das ist der Tod der Rekrutierung, so würde ich sie mal nennen, in JAMA gerade publiziert. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, weil da können Sie mal sagen, das ist die Studie, die uns zeigt, dass wir nicht rekrutieren sollten. Riesenstudie, ich weiß gar nicht, warum die es nicht ins New England Journal geschafft hat, über 1000 Patienten mit moderatem und schwerem ADS rekrutiert, randomisiert zu einem Rekrutierungsmanöver. Die haben das bis 60 hochgedreht und dann auch später nochmal wiederholt und versucht, den PEEP anhand der Compliance einzustellen. Also relativ differenziert, wo alle Experten sagen würden, das macht Sinn, das ist pathophysiologisch ausgewogen, so würde ich es auch machen. Versus Low PEEP haben sie es genannt, aber das ist einfach diese FiO2-PEEP-Tabelle. Also ich würde gar nicht sagen Low PEEP, sondern so eine Standardeinstellung anhand dieser Tabelle. Und was ist rausgekommen, überraschend für alle, es sterben mehr Patienten nach 28 Tagen, signifikant mehr Patienten, es sterben mehr Patienten nach 6 Monaten, signifikant mehr Patienten, es haben mehr Patienten in der Interventionsgruppe Barotraum und Pneumothorax. Und damit ist das Recruitment tot und Herr Fahn kann seine europäische Leitlinie gleich wieder revidieren, zumindest was die Rekrutierung angeht. Also es gibt eine ganz klare Datenlage, dass wir nicht rekrutieren sollten. Einzige Ausnahme, Sie stehen vor dem ADS-Patienten, der ist nicht mehr oxygenierbar, hat eine Sättigung von 70% und Sie kommen nicht mehr weiter, dann würde ich auch rekrutieren. Ich habe Ihnen in dieser Folie mal aufgeschrieben, was wirklich Stand ist heute, Beatmung bei ADS, was wir machen müssen. Wir müssen das Tidalvolumen auf 6 reduzieren, wir müssen den Plateaudruck so um 30 begrenzen, der Driving Pressure sollte kleiner gleich 15 sein und man kann sagen, je schwerer die Oxygenierungsstörung, desto mehr PEEP, aber definitiv ist es so, beim schweren ADS brauchen Sie PEEP-Werte über 12, um mal eine Zahl zu nennen. Also weniger ist sicherlich ein Fehler und Sauerstoffsättigung kann man auch vortrefflich überschreiten. Einige ECMO-Zentren sagen, bis 85% lassen wir die Patienten runterkommen, aber in den Leitlinien steht, also so 90% sollten wir doch erreichen beim ADS. Permissive-Hyperkapnie, denke ich, kann man gut machen im ADS, um wirklich diese Beatmungsaggressivität zu vermindern. Jetzt noch 2 Punkte, einmal die adjuvante Therapie und kurz zur ECMO. Ja, adjuvant heißt, was können wir denn noch für den Patienten tun? Es gibt so Dinge, Steroide, Bauchlage, Rekrutierung haben wir schon darüber gesprochen, oder auch Relaxieren. Das wird selten angewandt und hier beim schweren ADS Bauchlage nur bei 16% der Patienten bei dieser großen Langzellstudie. Dabei ist die Bauchlage neben der protektiven Beatmung die einzige Maßnahme beim ADS, die wirklich signifikant die Mortalität vermindert. Die einzige Maßnahme. Und deswegen diese beiden Dinge müssen klappen, wenn Sie das als Resümee meines Vortrags schon mal mitnehmen. Der Patient muss protektiv beatmet werden, aber wie gesagt, das gilt eigentlich ab jetzt für alle Patienten auf der Intensivstation. Und zweitens, der Patient muss auf dem Bauch, wenn er die Einschlusskriterien dieser Studie erfüllt, denn Sie sehen, das war dramatisch, der Mortalitätsbenefit, und die Einschlusskriterien waren Horowitz-Index kleiner 150. Ja, also das müssen wir zu 100% wirklich versuchen, auf unseren Intensivstationen umzusetzen. Und da haben wir uns auch mal viele Diskussionen und der hatte schon mal nicht reagiert auf die Bauchlage und so weiter. Und da würde ich auch sagen, keep it simple. Der ADS-Patient, der einen Horowitz-Index kleiner 150 hat und der keine Kontraindikation hat, also Hirndruck oder völlig kreislaufinstabil, der kommt auf den Bauch. Sie brauchen natürlich das Personal, Sie brauchen das Team. Die haben hier in der Publikation eine ganz schlanke Patientin genommen. Die meisten Patienten in Hamburg sind sehr viel schwerer. Also Sie brauchen natürlich mindestens einen Arzt, eine Ärztin und das Pflegeteam, eventuell auch die Physiotherapie. Und einer muss die Hand hier natürlich am Tubus haben, damit das nicht passiert, was einmal bei uns passiert ist vor 5 Jahren, eine akzidentelle Intubation. Der Patient war erfolgreich auf den Bauch gedreht und jemand hat dann den Tubus in der Hand gehabt. Ja, und hat gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Und dann fingen wir irgendwie eine halbe Minute später auch schon an zu reanimieren. Ja, das sollte man vermeiden, sonst hat man natürlich eine Übersterblichkeit, wenn Sie das mit einem unerfahrenen Team machen.
und 16 Stunden auf dem Bauch. Nicht 10 Stunden, nicht 11, mindestens 16 Stunden auf dem Bauch. Dann geht der Patient auf den Rücken und wenn der Hochwärtsindex in den nächsten 4 Stunden wieder 150 ist, geht er wieder auf den Bauch, egal ob er vorher reagiert hat oder nicht. Also man muss das schmerzfrei durchziehen. Es gibt immer wieder Diskussionen, ja, hier so, aber einfach auf den Bauch, nicht lang schnacken, auf den Bauch. Ja. So, dann adjuvante Therapie möchte ich aus Zeitgründen kurz zusammenfassen. Also Bauchlaut habe ich gesagt, dann ist völlig klar, ein Patient mit ADS, der nicht im schweren Schock ist, der nicht eine Gewebehypoxie hat, kein hohes Laktat, dass der natürlich konsequent negativ bilanziert wird, dass der sofort Lasix kriegt oder an die Hämofiltration geht, dass wir den wirklich negativ kriegen, um den vor der ECMO zu bewahren. Rekrutierung habe ich auch klar gesagt, dann gibt es einige Zentren, die machen routinemäßig NO-Post, das wird nicht empfohlen, das macht also eine Oxidierungsverbesserung, ist aber nicht ohne Nebenwirkung. NO macht auch Nierenversagen, signifikant häufiger als Placebo, ist auch teuer, können Sie Geld sparen. Natürlich bei Patienten mit schwerster Rechtsherzproblematik oder Pulmonalgotomie gibt es ja auch selten mal, da machen wir das auch, ansonsten wirklich nur, wenn die nicht mehr zu oxygenieren sind, also Indikation analog zur Rekrutierung. Steroide sind für mich so No-Brainer, da gibt es auch so eine schwache Datenlage, aber das verstehe ich pathophysiologisch nicht, warum das was bringen soll. Wir machen das nur bei autoimmuner Genese, ansonsten haben Steroide da nichts zu suchen. Und Muskelrelaxantien gibt es wirklich eine positive Studie aus Frankreich. Die Franzosen relaxieren ihre ADS-Patienten alle. In Deutschland macht es kaum jemand. Es läuft aber eine zweite Studie und die warten wir jetzt ab. Wenn sie positiv ist, dann würden wir es auch machen, obwohl wir es nicht verstehen, warum das günstig sein soll. Wenn sie negativ ist, denke ich, dann kann man das weiter ignorieren. Kurz noch zur extrakorporalen Therapie. Ein Bild aus einem Übersichtsartikel. Wir unterscheiden ja hier nochmal, wenn wir Stichwort extrakorporaler Lungenersatz sagen, die ECMO von der ECLA, hier die ILA, die in Deutschland entwickelt wurde, als Modell für die neuen Verfahren zur extrakorporalen CO2-Eliminierung. Das sind ja eigentlich unterschiedliche Verfahren, aber extrakorporaler Lungenersatz ist damit gemeint. Die ECMO ist ja weiter ein sehr teures, ein sehr invasives Verfahren mit diesem ganzen Aufwand. Natürlich gibt es auch kleinere Geräte und so weiter und die Kanülen werden auch mal besser, aber es gibt neuere Daten, um mal ein Beispiel zu nennen, dass allein die ECMO-Patienten, VV oder VA-ECMO, zu 13% schwere neurologische Komplikationen kriegen und in 8% zerebrale Blutung mit fast immer ganz, ganz schlechter Prognose. Das ist kein Verfahren, was man leichtfertig anwenden sollte. Und Indikation ist klar, das ist für mich die Hauptindikation. Patienten, die wir nicht mehr oxygenieren können, also zum Beispiel Hochwitz sind eine 80, wir würden bei uns aber wirklich immer sagen, der Hochwitz muss eigentlich weitergehend unter 60 sein. Und der Patient war natürlich auf dem Bauch, ist negativ bilanziert. Und wenn das alles nicht mehr klappt, dann kann der Patient in die ECMO. Es gibt nur wenige, die hier, um eine Beatmungsprotektivität zu erreichen, dann primär eine ECMO machen. Da machen die meisten dann doch die extrakorporale CO2-Eliminierung. Eine Klinik, die das macht, konsequent immer mit ECMO, ist Hannover, die MH. Ich denke aber, da wir unter ECMO noch mehr Komplikationen sehen als unter diesen neuen Verfahren der extrakorporalen CO2-Eliminierung, würden wir bei Indikationen 2 und 3 dann eher zur ECLA neigen. Herr KGIS hat aus Köln publiziert, das sind die Daten des Statistischen Bundesamtes, dass die Zahlen für VA-ECMO, gerade im kardiologischen Bereich, explodieren beim kardiogenen Schock und auch in der Reanimation, da möchte ich aber jetzt nichts zu sagen, und auch in der VV-ECMO-Szene in den letzten Jahren deutlich ansteigend. Hier haben wir jetzt ein bisschen wieder rückläufige Zahlen, aber ich denke, das wird sich auf einem hohen Niveau etablieren. Unten sehen Sie die Mortalität, sowohl bei VA-ECMO als auch bei VV-ECMO sterben 60% der Patienten, also ganz, ganz viele sterben. Und in der Statistik war dann zu lesen, dass auch viele in den ersten Tagen oder Stunden sterben. Und es waren auch nicht wenige Patienten über 80 Jahre. Also da muss man sicherlich die Indikation etwas strenger stellen. Und die klassische ILA, die erkodiert wird, die ist klar rückläufig und wird sicherlich aufgrund der arteriellen Kanülierung irgendwann jetzt aussterben. Empfehlungen aus dieser neuen deutschen Leitlinie zur ECMO-Therapie, eigentlich das, was ich gesagt habe, bei schwerer Hypoxämie als Rescue-Therapie, wenn der Patient das aber auch möchte. Wir hatten letztes Mal jemanden, den wir schon fast kanüliert haben, wo die Angehörigen dann sagten, ist nicht in seinem Sinne. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Und das wird nochmal für eine Diskussion sorgen. Wir haben nämlich da reingeschrieben, wenn Sie ECMO machen, sollten Sie mindestens 20 ECMO-Anwendungen pro Jahr machen. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, wir haben über 65 ECMO-Zentren und es gibt ECMO-Zentren, die machen wirklich eine ECMO pro Jahr. Und das macht wirklich keinen Sinn. Ja, also das wird sicherlich zu großen Diskussionen führen. Hier sehen Sie mal, welche Geräte es heute gibt
für die extrakorporale CO2-Eliminierung. Ich will aber schnell drüber weggehen. Wir haben hier ein paar Indikationen. Wir machen es bei uns, wenn wir Patienten wirklich nicht protektiv beatmen können. Wir machen es ganz selten, wenn wir COPD-Patienten wirklich exzellent genifft haben, aber das nicht klappt, wenn wir intubieren müssen, dann versuchen wir die Intubation zu vermeiden. Das ist aber aufgrund der Datenlage ein individueller Heilversuch. Und hier ist ein Resümee zur extrakorporalen CO2-Eliminierung, wo die Kollegen hier aus Italien sagen, das ist ein Artikel ganz aktuell, es ist noch eine experimentelle Technik, also wir brauchen hier mehr randomisierte Studien. Ganz kurz, die letzten beiden Folien will ich Ihnen zeigen. Und das ist aber ein bisschen provokativ. Herr Raimondos aus Hannover hat aus einem Register mal rausgearbeitet, unterscheidet sich eigentlich die Mortalität, wenn man die Patienten wirklich aber auch vergleicht hinsichtlich ihrer Erkrankungsschwere, in Universitätskliniken versus kleinen Kreiskrankenhäusern. Das ist sehr provokativ. Die haben so 300 Betten im Schnitt. Und Sie sehen, dass sowohl bei ADS-Patienten als auch bei Nicht-ADS-Patienten die Mortalität signifikant höher war. Da kann man jetzt lange drüber streiten, weil das so eine retrospektive Datenanalyse war. Ich glaube, es ist assoziiert mit der Zahl der Fälle. Das ist wie bei den ECMOs oder auch bei Transplantationen. Wenn Sie was sehr selten machen pro Jahr, sowas wie Bauchlage, dann machen Sie es mal eben wahrscheinlich schlechter als in großen Zentren, wo Sie das sehr häufig machen. Kann man lange darüber diskutieren, auch wie hier auch, das ist die letzte Folie, dass der PEEP in den kleinen Krankenhäusern deutlich geringer war. Also die haben noch PEEP-Werte unterhalb dieser FeO2-PEEP-Tabelle appliziert, die dann wirklich wahrscheinlich zu niedrig war für die Patienten. Ja, mit diesem Angeberbild von unserer Elbphilharmonie möchte ich euch gerne danken für die Aufmerksamkeit.